Hallo alle zusammen. Wir haben uns heute mit der Firma Fordisk auf der Feldgrasfläche getroffen. Zu Gast ist Tobias Ladwig und wir wollen uns heute den Acticat anschauen, den wir letztes Jahr alle auf der Agritechnica kennengelernt haben. Und ich würde Tobias bitten, dass wir jetzt mal anfangen, uns die Maschine im Detail anzugucken und zu erklären. Vielleicht erklärst du uns als erstes mal, welche Arbeitsbreiten ihr vorgesehen habt. Und dann sind wir als erstes natürlich neugierig im Wesentlichen auf die Arbeitswerkzeuge. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also den Acticat bauen wir in 3 Arbeitsbreiten, 3 Meter. Hier geht es der 4,50 und dann noch in 6,20 Meter. Alles schön kompakt in der 3-Punkt. Und dann sind auch die klappbaren Geräte so gebaut, dass wir keine starre Einheit haben in der Arbeitsbreite, sondern die Arbeitsbreite unterteilt haben. Zur Bodenanpassung. Genau, wir haben spezielle Schwimmkornzylinder eingebaut, die wir auch mit Druck beaufschlagen können. Und so halbieren wir quasi die Arbeitsbreite und haben ein relativ kompaktes... Einzelne Segmente, die sich dem Boden anpassen. Genau, richtig. Ja. Okay, dann verrate uns mehr zu den Arbeitswerkzeugen. Also die große Innovation bei dem Acticat ist ja die Idee, mit einer horizontalen Scheibe zu arbeiten. Ja. Also vom Grundprinzip war unsere Auffassung immer, wenn wir flach schneiden wollen, was wir hiermit ja anstreben, brauche ich ein Werkzeug, was horizontal durch den Boden geht. Das war eigentlich immer dem Gänsefuscher vorbehalten. Scheiben stehen ja eigentlich vertikal, haben halt den Nachteil, dass sie dann halt ein unebenes Bodenprofil erzeugen und halt relativ tief arbeiten müssen. Diese Idee mit der Scheibe ist quasi jetzt ganz neu und darüber hinaus haben wir alle Scheiben mit einem kleinen Ölmotor versehen, um die in Drehung zu versetzen. Ja, wie viele Umdrehungen habt ihr pro Minute? Ist das flexibel einstellbar? Was empfehlt ihr? Was auf welchen Flächen? Was würden wir hier gleich beispielsweise einstellen? Ja, also wir sind ungefähr so bei 60 bis 100 Umdrehungen pro Minute, also ganz grob einmal pro Sekunde. Wobei es gar nicht so entscheidend ist, dass man das auf eine genaue Umdrehung einstellt. Hauptsache, die drehen sich, dass sie die Erde quasi und die Organik zur Seite weg befördern, dass wir hier eine verstopfungsunauffällige Maschine haben. Und ob ich jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer drehen lasse, die Scheiben, ist jetzt im ersten Moment nicht so entscheidend. Okay, dann sehe ich von hier oben, die sind leicht angestellt. Wie viel Grad sind die angestellt zur Waagerechten? 5 Grad. 5 Grad, okay, also ganz leicht nach vorne geneigt, Ja. sind aber nicht noch seitlich geneigt. Nee, die stehen in Fahrtrichtung gerade, aber quer zur Fahrtrichtung um 5 Grad geneigt. Die Grundidee ist einfach, wir wollen nur vorne mit der sehr scharfen Schneidkante arbeiten. Was haben wir für einen Durchmesser von den Scheiben und was ist das für Material? Ja, das sind 350 mm im Durchmesser, Ja. das Bohrstahl B22 und die Schneidkante ist noch mit Wolframkarbid beschichtet, um da auch eine gewisse Verschleißhärte zu haben. Und dann kann ich die tauschen durch die Verschraubung, die wir hier jetzt gerade nicht so gut sehen, aber da kann ich relativ einfach tauschen. Oder Genau. wie viel Hektar Standzeit schätzt ihr so? Was habt ihr für Erfahrung? Ja, ist immer natürlich sehr standortabhängig und vom Bodentyp. Aber ja, wir gehen erstmal davon aus, dass wir so pro Meter, wenn es gut läuft, so knappe 100 Hektar mitfahren können. Dann sind wir aber auch vom Verschleißkosten, pro Meter Arbeitsbreite, genau, Entschuldigung. So sind wir dann auch von den Verschleißkosten ungefähr wie beim Grubber auch. Also das wird sich so im gleichen Level einspielen. Okay. Ich sehe hier noch Schraubenfedern. Habt ihr eine gewisse Überlastsicherung auch vorgesehen? Ja, die ist auch extra für den Acticat von uns entwickelt worden. Das ist quasi eine 3-dimensionale Steinsicherung. Wir haben ja durch die Drehung auch ein Drehmoment, das wir abfangen müssen. Und diese Konsole hier, die schwarze Konsole, ist quasi über die Federn einfach am Rahmen verschraubt. Okay, und dann kann ich weiche nach hinten aus, um etwa wie viel Zentimeter nach hinten und in die Höhe? Ja, also wir haben ja eine 280 Kilogramm Auslösekraft und wir arbeiten ja nicht tief, sag ich mal. Also der kann theoretisch, hat er keinen Anschlag, wenn man so will. Aber die Arbeitstiefe ist ja hier begrenzt, von daher wird er jetzt nicht einen halben Meter ausschlagen. Okay, wie tief kann ich überhaupt arbeiten? Der Arbeitsbereich ist von Die tiefste Position? so 12 Zentimeter. Okay. Ja. Die Arbeitstiefe stellen wir wie und wo an? Ja, die Arbeitstiefe stellen wir hydraulisch ein, über Master-and-Slave-System, so heißt das. Sprich, wie ich sagte gerade, die Maschine ist in 2 Arbeitsbreiten unterteilt, hat also 2 separate Fahrwerke auch, Tiefenführungsräder, die aber dieses Zylinder gekoppelt sind und komplett symmetrisch und synchron laufen. Und auf der rechten Seite haben wir eine schöne Skala noch, die sehr detailliert anzeigt, wo ich gerade bin. Okay, dann folgen Zustreicher. Genau. Brauchen wir die, wenn wir so ganz flach arbeiten? Ist ja gar nicht viel Bodenbewegung. Nee, die braucht man nicht unbedingt. Ist das eine optionale Ausstattung? Ist die Ja. serienmäßig dabei? Ja, also die können wir optional auch rausnehmen. Je tiefer ich gehe, desto eher machen die natürlich Sinn, desto mehr Boden ist da zum Einebnen. Wenn wir jetzt hier ganz flach arbeiten und eher nur mehr die Organik abschälen,
sind sie fast gar nicht notwendig. Okay, und abschließend folgt ein Striegel. Genau, der ist auf jeden Fall notwendig, der ist auch immer in der Seeausstattung vorhanden. Ein dreireihiger Striegel mit einem sehr großen Strichabstand, der auch komplett hydraulisch vom Schlepper aus einstellbar ist. Was hier sehr schön ist, wir haben hier so einen kleinen Knick mit eingebaut, dass der Striegel quasi keine schleppende, ziehende Funktion hat, sondern von oben mehr auf dem Boden aufkommt. Und dadurch macht er auch quasi, wenn der Druck bekommt, einen leichten Höhenweg. Und dadurch hält er sie sehr schön frei. Ja. Und vielleicht noch ein kleines Detail. Wir können mit diesem kleinen Oberlenker nochmal zusätzlich die dritte Reihe zu den ersten beiden Reihen nochmal verstellen. Also vom Grund aus alles hydraulisch, aber dann den letzten Pfiff kann ich ihm nochmal mit diesem kleinen Oberlenker geben. Und wenn ich jetzt wenig Organik habe, steht den sehr stramm, dass er hier alles richtig mitzieht. Habe ich viel Organik, stelle ich den ein bisschen weniger aggressiv wie die vorderen beiden Reihen, dass er alles schön durchlässt. Genau, wir haben jetzt so, in diesem Fall jetzt hier so auf 1,5, vielleicht 2 cm abgeschnitten. Ziel ist ja immer, Unkräuter, Ungräser am Wurzelhals zu zerschneiden. Dass der Spross keine Triebkraft mehr hat, aber aus dem Wurzelballen auch nichts mehr auswachsen kann. Und wenn man den exakt trifft, den Wurzelhals, und das schön liegen lässt, offen liegen lässt, bei dem Wetter wie heute ist das sehr schnell vertrocknet und damit auch jedes Wachstum rausgenommen. Okay, dann gucken wir uns einmal noch den Bearbeitungshorizont an. Wo wir sehen, fast alles abgeschnitten, bis auf einige Restpflanzen. Das haben wir bewusst in Kauf genommen. Ja, also wir wollen uns natürlich jetzt nicht, dieses Jahr ist halt ein sehr feuchtes Jahr, auch mit Fahrspuren auf der Fläche. Und wir wollen uns jetzt nicht an der tiefsten Stelle orientieren, sondern halt wirklich unsere 2 cm ungefähr einhalten. Dann habe ich halt Bereiche, die ein bisschen zu flach sind, wie hier, sag ich mal. Und auch da, wo vielleicht ein bisschen der Boden höher ist, ein bisschen zu tief. Aber dass ich über die Fläche hinweg so meine 2 cm einhalte, das wäre eigentlich schon wichtig. Und so wie hier, sag ich mal, wo der Boden eben ist, hat er es auch schön geschafft. Ich habe einen sehr offenporigen Boden. Die Regenwurmgänge sind noch vorhanden und der Regen kann wieder in den Boden filtrieren. Liebe Profis, wir konnten uns heute ein umfangreiches Bild vom Acticat machen, von der Firma 4Disc. Tobias Ladwig hat uns die Maschine gezeigt. Wir haben hier heute Grasstoppel eingearbeitet und aufgebrochen und werden jetzt hier in den nächsten Tagen Mais legen. Und Tobias, was denkst du zum heutigen Einsatz? Ja, also das Wetter passte. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir einen sonnigen Tag und am besten noch einen windigen Tag haben. Wir wollen ja die oberste Schicht jetzt abtrocknen lassen und dazu brauchen wir halt auch die passende Witterung. Und das passt heute ganz gut. Ich glaube, das war ein erfolgreicher Tag. Super. So, liebe Profis, alle technischen Details, alles, was wir heute erfahren haben, die Arbeitsergebnisse im Detail, alles das lest ihr in der nächsten aktuellen Profi.